Das Herzstück einer anspruchsvollen Musikanlage ist der Vollverstärker. An ihn werden die passiven Lautsprecher angeschlossen und mit Strom versorgt. Zudem besitzt er je nach Modell die passende Auswahl an Eingängen von Phono bis USB. Hi und willkommen auf unserem Kanal. Jetzt kommen wir zur Gesamtbewertung 4,5 von 5 Sternen, die der Moore SV50 bekommen hat. Zum Zeitpunkt des Tests lag der Preis bei rund 110 €. Tut, was ein Verstärker tun soll. Seine Stärken sind: Er ist sehr preiswert, der ordentliche Klang für Einstiegsklasse, die Eingänge für 4 analoge Quellen, AUX an der Front ist inklusive. Schwächen sind: Die Verarbeitungsqualität könnte besser sein. Er hat keinen Audioausgang und keinen Phono-Eingang. Vollverstärker wie der Moore SV50 sind eine prima Sache, wenn man mehrere Geräte plus Lautsprecher betreiben möchte. Natürlich erreicht man damit nicht die Klangqualität, die eine Kombination aus Vorverstärkern plus Endstufen bietet, aber das einfache Handling macht sie auch zur Option für technisch weniger Versierte. Für Surround-Freaks und Cineasten scheidet dieses Modell allerdings aus. Es ist ein klassischer Stereo-Verstärker mit 2 Kanälen. Punkt. Shishi wie ein integrierter Equalizer oder Mikrofoneingänge für Sing-Along-Partys glänzt daher auch durch Abwesenheit. Selbst eine Fernbedienung ist bei dem Preis nicht dabei. Wer das verschmerzen kann, dem bleibt ein schwarzes Gerät im klassischen HiFi-Look und inneren Werten von 4 bis 8 Ohm Impedanz, 2x50 Watt Ausgangsleistung und einem Frequenzgang von 45 Hz bis 26 kHz. Immerhin ist das Gehäuse aus Vollmetall mit gebürsteter Aluminiumfront, während die Knöpfe und Schalter aus Kunststoff sind. Das Mattschwarz ist auch unempfindlich gegen Fingerabdrücke. Die Rückseiten-Lautsprecheranschlüsse sind Schraubanschlüsse für Bananenstecker und wirken solide. An der Rückseite stehen weiterhin 3 Cinch-Eingänge zur Verfügung. Ein weiterer Mini-Klinkeneingang befindet sich an der Front. Hier kann zum Beispiel ein MP3-Player oder das Smartphone angeschlossen werden. Daneben ist ein Drehschalter, mit dem man eine der 4 Quellen auswählen kann. Außerdem gibt es hier einen großen Drehregler für die Lautstärke und 3 kleine Regler für Höhen, Tiefen und Balance. Ganz rechts ist noch die Möglichkeit, einen Kopfhörer 6,3 mm Anschluss anzuschließen. Allerdings kommt der integrierte Kopfhörerverstärker hier schnell an seine Grenzen. Auch aufnehmen kann man mit dem Gerät nicht, hierfür fehlen die Anschlüsse. Rund 110 €, für die der Moore SV50 gehandelt wird, sind für einen Vollverstärker die unterste Eingangsklasse. Zumindest preislich. Entsprechend spartanisch fällt auch der Lieferumfang mit Anleitung und 2 Kabeln aus. Klanglich kann der puristische Verstärker in Internetforen jedoch überzeugen, wenn man ihn nicht mit High-End-Geräten vergleicht. Wem die Anschlussmöglichkeiten ausreichen und wer keinen Wert auf Namen legt, mit den Unzulänglichkeiten leben kann, darüber hinaus keine B&W Nautilus anschließen will, bekommt einen netten Einstiegsverstärker. Wenn du übrigens in Zukunft exklusive Vergleiche und Tests sehen willst, werde doch Mitglied von unserem Kanal. Über diesen Link bekommst du Zugang zu Videos noch lange vor ihrer Veröffentlichung und viele andere Vorteile. Unser Fazit: Natürlich hat jedes Produkt seine eigenen Stärken und Schwächen, sodass jeder für sich selbst entscheiden sollte, was zu einem selbst und natürlich dem eigenen Geldbeutel passt. Dafür haben wir euch alle Produkte in der Videobeschreibung für noch mehr Details verlinkt. Habt ihr euch schon entschieden oder gar schon eins der Produkte zu Hause? Dann würden wir uns freuen, wenn ihr uns mitteilt, welches Gerät ihr bevorzugt und vor allem auch warum. Ich hoffe, dass wir euch bei eurer Kaufentscheidung ein wenig helfen konnten. Und wenn ja, lasst doch bitte ein Like da und vergiss auch nicht, den Kanal zu abonnieren und auf die Benachrichtigungsglocke zu klicken. Das würde uns und dem Kanal wirklich weiterhelfen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis ganz bald. Auf Wiedersehen.